Willkommen im Depot Angewandte Kunst des Deutschen Historischen Museums, eine der vielgestaltigsten Sammlungen des Hauses, Möbel, Kunstgewerbe, Glas, Keramik, Porzellan, Metall. Der Anlass unseres heutigen Rundgangs ist der Besuch eines Schenkers, der uns im vergangenen Jahr mit einem historisch bedeutenden Biedermeier Möbelensemble beglückt hat. Normalerweise würde man zögern, eine solch umfangreiche Schenkung wie die Ihre anzunehmen, Herr Ponert. Wir haben aber in Ihrem Fall dennoch gerne eine Ausnahme gemacht. Zum einen wegen der enormen Qualität der angebotenen Gegenstände und zum anderen, weil damit ja auch ein Stück Berlin-Geschichte, aber eben auch Ihre eigene Geschichte verknüpft ist. Auch deutsche Geschichte, das habe ich erst langsam lernen müssen, denn kennengelernt habe ich diese Zimmereinrichtung, Saloneinrichtung als Schüler, der in Oldenburg aufs Gymnasium gegangen ist und Flüchtling war und bei seinem Musiklehrer Zuflucht fand oder auch Unterricht fand, wo ich also in den Raum mit diesen Möbeln gekommen bin. Und als jemand, der eigentlich gar nichts besaß in der Familie, weil alles zurückgelassen werden musste, fand das ja wunderbar. Und zu jedem Objekt, zu jedem Gegenstand, auch zu den Bildern, die wir hier jetzt nicht sehen, wurde eine Geschichte erzählt, die ganz mit der Familie des damaligen Eigentümers Ekkehard Pfannenstiel zu tun hatte. Und dann habe ich eben gelernt, welche Bedeutung diese Möbel haben. Also sie sind in dem Sinne bürgerlich, nicht höfisch. Ekkehard Pfannenstiel war Berliner und stammte aus der Familie Bornitz. Und diese Bornitz waren in Wriezen ansässig und kamen mit einem Mitglied der Familie kurz nach 1800 nach Berlin, und das war ein Mediziner. Und die Möbel bekamen deshalb auch die Verzierung dieser Äskulapstäbe, weil sie an seinen Beruf als Arzt erinnern sollten. Die Motive wurden noch einige Jahrzehnte später von Friedrich Schinkel wiederverwendet in einer etwas anderen Form, aber sie kommen auch dort vor, im bürgerlichen Bereich. Ich habe die Objekte geerbt nach dem Tode des Ekkehard Pfannenstiel, der eine eigene Berliner Geschichte im musikalischen Bereich hat. Der war Mitarbeiter der Jugendmusikbewegung und hat die Volkshochschule Charlottenburg 1923 mitgegründet. Also er gehörte zur Berliner Oberschicht. Er hatte eine Laufbahn, die nach Südbayern geführt hat, und er war ein Idealist, der sich mit dem Leben der Volkslieder in der Gesellschaft beschäftigt hat, und der wurde sozusagen von den Nazis eingekauft für den Unterricht von Musiklehrern an den staatlichen Napolas. Das ist ein Schatten in seinem Leben, über das er aber durchaus selber sich kritisch geäußert hat. Und als ich die Dinge erbte, war mir klar, dass mir da eine besondere Verantwortung zugefallen war. Herr Ponert, ist es Ihnen und Ihrer Frau damals vor einem Jahr, als wir uns kennenlernten, nicht sehr schwer gefallen, sich von den Möbeln, von dem Ensemble zu trennen? Sie haben jahrzehntelang damit gelebt, es war Bestandteil Ihres Zuhauses. In einem Sinne natürlich, aber in dem anderen Sinne war mir klar, dass es auch die Verantwortung war, mich um das Weiterexistieren dieser Gegenstände, die die Geschichte erzählen, wenn man sie denn weiß, kümmern musste. Und deshalb war es mir ein besonderes Glücksgefühl, dass sie mir diese Übernahme der Gegenstände und der Familiengeschichte angeboten haben. Ich bin auch sehr froh und dankbar. Wir sind sehr glücklich über die Schenkung, die Sie uns gemacht haben. Es gehören ja nicht nur diese wunderbaren Möbelensemble dazu, sondern auch noch einige kunstgewerbliche Gegenstände. Sie hatten es vorhin schon auch angedeutet. Und Sie sehen ja, Ihre Objekte sind gut aufgehoben. Wunderbar, ja. Danke Ihnen für dieses wunderbare Gespräch und dass Sie heute da waren.